Ingolstadt Hauptbahnhof. Hier treffen wie vielerorts Welten aufeinander. Hightech auf der Schnellfahrstrecke Nürnberg-München. Völlig anders am Nachbargleis. Ein Nahverkehrszug des privaten Betreibers Agilis. Der Zug eigentlich auch Hightech, bis zu 160 Stundenkilometer schnell. Aber nicht hier, abseits der ICE-Strecken. Denn hier werden Signale und Weichen noch mit Muskelkraft bewegt. Technik, die unter Kaiser Wilhelm entwickelt wurde. Baujahr 1948. Die Strecke ist letztendlich für den langsamen Güterverkehr großteils noch unter Dampf gebaut worden und nicht für den schnellen, vertakteten Schienenpersonennahverkehr. Für die Nutzung der veralteten Technik verlangt die Deutsche Bahn Geld von den privaten Anbietern. Dennoch wird, so die Kritik, zu wenig investiert. Der Agilis-Chef hat sich daher gewünscht, das Bahnnetz solle nicht mehr zum DB-Konzern gehören, sondern komplett herausgelöst werden. Das aber sieht der neue Ampel-Koalitionsvertrag nicht so klar vor, obwohl es Vorteile hätte. Die Deutsche Bahn hat in den letzten 20 Jahren zu viel Geld und Energie in Prestigeprojekte gesteckt und nicht auf die Erhalt und Modernisierung der Infrastruktur geachtet. Und ich bin mir schon sicher, dass ein Unternehmen in öffentlicher Hand mit einem klaren öffentlichen Auftrag eben genau für den Erhalt der Infrastruktur das anders machen könnte und auch würde und auch nicht auf die finanziellen und personellen Restriktionen innerhalb des Konzerns zu achten hätte. Wer das anders sieht, ist klar. Die Deutsche Bahn will Netz- und Zugbetrieb weiterhin gemeinsam steuern und betreiben, weil es besser sei und fast weltweit so üblich. Auch die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG sieht das so, demonstrierte in der vergangenen Woche gegen Trennung von Netz und Verkehr, fürchtete Entlassungen und Lohndumping. Genau anders sieht das die konkurrierende GDL, die Gewerkschaft der Lokführer. Privatbahnen zahlten genauso gut wie die Deutsche Bahn. Und auch ProBahn, der Verband der Bahnkunden, glaubt, dass eine klare Trennung des Konzerns in Netz und Betrieb keine Probleme gebracht hätte. Wir können also die Befürchtung der Gewerkschaften hier überhaupt nicht nachvollziehen. Und was Lohndumping angeht, eher staatsnäheres Netz wird ja keine brutalen kapitalistischen Auswirkungen haben. Im Gegenteil, die Schienen müssen dort gebaut werden und müssen dort liegen, wo die Volkswirtschaft, wo die Menschen, wo die Industrie sie brauchen. Genau dasselbe tun wir ja auch bei der Straße. Wenn ein neues Industriegebiet gebaut wird, dann wird da eine Straße hingelegt. Warum wird da keine Schiene hingelegt? Und kein Wunder. Der bisher einzige private Deutsche Bahn-Konkurrent im Fernverkehr dürfte mit dem Koalitionsvertrag nicht so ganz zufrieden sein. Er freute sich auf ein vom DB-Konzern voll unabhängiges Netz. Flixtrain ist auf der Schiene ein sehr kleiner Konkurrent mit aktuell nur 9 Zügen, aber großen Plänen. Doch für Flixtrain ist es ausgesprochen schwierig, auf deutschen Gleisen neue zusätzliche Zugangebote zu planen. Flix kann im Computer Streckenpläne mit möglichen Geschwindigkeiten bearbeiten, einen Fahrplan konstruieren und den bei DB Netz beantragen. Dann heißt es warten, oft monatelang. Bis der Bescheid kommt, geht so nicht. Die Gleise sind schon anderweitig belegt. Nun muss ein Kompromiss gesucht werden, oft wieder monatelang. Eine Entscheidung fällt oft erst kurz vor dem geplanten Fahrbeginn und damit so kurzfristig, dass Flix kaum Zeit hat, passende Züge zu kaufen oder zu mieten. Der Gründer von Flix berichtet, wie das in anderen Ländern läuft, mit unabhängigem Netz, in denen Flix auch Züge fährt. Das sehen wir in anderen Ländern viel besser. In Schweden zum Beispiel ist ein sehr viel offener Austausch, sehr viel mehr Digitalisierung. Man versteht, warum man Trassen nicht bekommt oder was man tun müsste, um sie zu bekommen. Das ist in Deutschland sehr viel intransparenter. Und das macht es natürlich auch schwer zu planen. Das erzeugt eine unendliche Unsicherheit. Das Max-Fazit: Für mehr und moderneren Bahnverkehr muss das Netz vom DB-Konzern deutlich unabhängiger sein. Ob das mit dem Kompromiss im neuen Koalitionsvertrag klappt? Fraglich.